Genau, und so habt ihr wieder ein Element gerettet, das dann auch über Laptops oder über Handyboxen hörbar ist. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auch mal wieder endlich in meinem Home-Studio angekommen. Ich hatte in meinem Beitrag ja erwähnt, dass ich ja so ein Tool kenne, beziehungsweise ein Plugin kenne, was mich dazu verleitet hat, besser mixen zu können. Und über die ganzen Monate habe ich verschiedene Plugins getestet, von Waves bis Sonarworks und. Es war sehr viel Stoff dabei. Und im Endeffekt bin ich bei einem Plugin hängen geblieben. Ich werde euch in diesem Video erklären, warum und weshalb ich euch das Ganze empfehlen würde. Also, jetzt geht's los. Okay, wir sind hier bei Cubase und ich habe schon mal eine Session aufgemacht. Ein bisschen dance-lastiger Song. Das sogenannte Plugin heißt, tada, Realphones 2.0. Wir legen auch direkt los und stellen uns die Kopfhörer ein. Ich habe hier offene Kopfhörer, deshalb stellen wir uns für die Allgemeinheit, damit jeder alles gleich hört, die Studio Open ein. Wenn ihr euch die Testversion runterladet, dann bitte auf jeden Fall euren Kopfhörer einstellen. Ne? Also Realphones bietet zahlreiche Kopfhörer an, die ihr euch dann einstellen könnt. So, man munkelt, dass das Ganze bei Correction von 65 bis 75% ausreichen sollte. Meiner Erfahrung nach habe ich immer die 100 verwendet. So konnte ich immer genau hören, ist der Bass zu präsent, ist die Kick zu doll am Pumpen. Und unten bei Environment könnt ihr die Kurve noch ein bisschen basslastiger machen. Gerade wenn ihr so Dance-Sachen produziert, eine sehr coole Sache. Brightness würde ich eigentlich immer bei 0 lassen. So habe ich es auf jeden Fall gemacht. Dann habt ihr hier unten nochmal die Mitten, die Seiten und einen kompletten Low-Bereich. Das heißt, ihr hört nur den unteren Low-End. Genau, dann haben wir hier die Kopfhörer. Wie man sieht, das normale Studio, also die mittleren Frontboxen hier, die so ein bisschen aussehen wie die Adam-Boxen und die ganz, ganz fetten, die ich irgendwann mal auch in mein Studio haben will. Ja, und wir klicken uns hier mal durch. So, auf der linken Seite habt ihr noch die Möglichkeit, Snapshots zu machen, Webhilfe anzufordern, die Lizenz zu aktivieren. Was sehr wichtig ist, dieser Haken High Quality und Bypass on Mixdown bedeutet, wenn ihr euren Beat oder euren Song rendert, dann schaltet sich dieses Plugin automatisch aus. Ganz wichtig, denn ihr wollt dieses Frequenzbild ja nicht auf euren Track haben, sondern ihr wollt es nur zum Abhören nutzen. Deshalb ganz wichtig dieser Haken hier. Switch to Advanced Mode habe ich jetzt noch nicht so viel mitgemacht, weil ich bin so ein Typ, ich brauche nur das Nötigste von einem Plugin. Ich muss nicht jeden einzelnen Quadratmillimeter auswendig kennen. Das ist eher was für die ganz speziellen Doktoren, die meinen, da kann man ja hier noch und da noch, aber für mich braucht eigentlich ein Plugin nur 3, 4 Knöpfe, die mir weiterhelfen oder mich weiterbringen, und so fahre ich eigentlich jedes Mal auch gut. Einer meiner Lieblingsebenen hier ist der Mix-Fokus, und zwar kann man hier den Druck der Kick ziemlich gut spüren. Mit einem schönen Vergleich, denn ich habe hier auf den Mixbus einen dynamischen, einen Multiband-Kompressor, der die Kick und den Bass so ein bisschen zusammenschweißt, zusammenklebt und schön runterdrückt, damit das Ganze im Club auch zu einem gewissen Groovement kommt. Den lasse ich jetzt mal an, genau, und mache den gleich mal aus, während wir das Ganze hier über die hinteren Boxen abhören. Sobald ich den Multiband-Kompressor ausmache, hört man die Kick, wie die halt wie so ein Vorschlaghammer richtig am Ballern ist. Und das ist nämlich genau das, was ich bei sehr vielen YouTube-Beats zum Beispiel höre. Man hört sich das im Auto an und man kann sich das halt nicht sehr laut geben, weil die Kick so krass präsent ist. So, wo man das Ganze auch noch gut abhören kann, ist Cars. Jawohl, jetzt haben wir hier unser Auto. Ja, ihr habt hier bei jeder Ebene immer 3 Modelle und wir gehen die mal kurz durch. Den Multiband-Kompressor lasse ich jetzt mal aus und mal gucken, wo diese Kick richtig schön durchballert, und zwar so sehr, dass wir Kopfschmerzen bekommen.
ich wollte vor dem Master schon mal gucken, dass ich Kick und Bass so ein bisschen in den Griff bekomme. Der Rest wird natürlich später im Mastering gemacht, denn wie ihr sehen könnt, habe ich hier auf dem Masterbus, Moment, da ist er, Stereo Out, nur Tonal Balance und Real Phone drauf. Normalerweise mache ich das hier über den Control Room, den habe ich jetzt ausgeschaltet. Das Geile an Cubase ist, über den Control Room kann ich Real Phones, Tonal Balance, Span und so alles reinladen und das Ganze wird überhaupt nicht durchlaufen durch die Mixing- und Mastering-Kette, sondern es ist nur für mich hörbar. Nur wegen dem Tutorial musste ich es halt irgendwo reinstellen, sonst würdet ihr das quasi gar nicht hören. Okay, so, kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar die hochfrequenten Sachen. Also Multiband-Kompressor ist eine Möglichkeit von vielen. Natürlich kann man auch im Leveling einiges vorbereiten, aber ich finde man muss einen gewissen Punkt treffen, dass man, wenn die Kick und der Bass so ein Tick zu laut sind und man das mit dem Multiband-Kompressor ein Stück runterdrückt, klebt sich das irgendwie besser zusammen. Also sind so meine Erfahrungen. Das muss aber jeder für sich wissen. Das sind jetzt keine Vorgaben, sondern nur meine Erfahrungen. So, nächstes Thema. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Ja, jetzt habe ich's. Real Phones beinhaltet nämlich noch ein sehr schönes Tool und zwar, also natürlich von TV, Bluetooth Speakers. Ey Leute, ihr habt hier Studios dabei. Ich werde euch am Ende dazu einen sehr wichtigen Tipp geben, den solltet ihr auf jeden Fall befolgen, weil sonst macht euch dieses Plugin komplett verrückt. Wenn man mit diesem Plugin falsch arbeitet, können eure Mixe sogar noch schlechter werden. Aber dazu verrate ich am Ende was. Deswegen unbedingt dranbleiben, bis zum Ende weiterschauen. So, Laptops. Klicken wir mal drauf. Und suchen uns mal zum Beispiel das 13.R. Ich denke mal, das ist ein MacBook, ne? Hier, also sieht auf jeden Fall so aus. So, also was man jetzt ohne dem Plugin nicht gehört hat, ist, dass der Reese-Bass auf Laptop-Boxen zum Beispiel gar nicht zu hören ist. Und das kann ich euch hiermit zeigen. Wenn das Plugin aus ist, klar, alles schön und gut. Der Reese-Bass, der ist schön am Reason. Aber sobald ihr den Laptop oder euer Smartphone oder sonst irgendwas anhabt, dann hört man ihn halt nicht mehr. Und jetzt kommt die weitere Hilfe von diesem Plugin. Und zwar kann man jetzt nämlich schön abschätzen, wo müssen da Verzerrungen bzw. Subharmonien oder Harmonien allgemein rein. Das kann man mit verschiedenen Excitern oder Distortion-Effekte machen. Ich nehme jetzt einfach mal den hier von Neutron und grenze das Ganze bei, ich lasse das erstmal bei 1 Kilohertz. So, und dann schauen wir mal, ob wir da gleich mehr hören. So, klingt doch auf jeden Fall schon mal eine Nummer netter. Das Ganze jetzt mal nochmal über die normalen Kopfhörer. Genau, und so habt ihr wieder ein Element gerettet, das dann auch über Laptops oder über Handyboxen hörbar ist. Ja, was zum Beispiel auch geil ist zum Low-End-Bereich abhören, sind ja die Clubs, ne? Die Club-Presets hier. Zum Beispiel den Nightclub, da hören wir uns das Ganze mal an. Ja, auch eine sehr gute Möglichkeit, um herauszufinden, ist die Kick, der Release oder so ein bisschen zu lang oder kann man oder sollte man die Kick in dem Moment ein Stück kürzen und den Decay runterfahren. Und das sind alles so Möglichkeiten, wo man dann gucken kann, welche Ebene bzw. welches Preset verwende ich für welchen Zweck. Und jetzt komme ich nämlich zu den absoluten Tipp von mir, den ich an euch weitergeben kann, der mich nämlich am Anfang ein bisschen verrückt gemacht hat und 1 oder 2 Mixe von mir komplett versaut hat. Und zwar, wenn ihr ans Mixing geht, macht nicht den Fehler, dass ihr innerhalb von einer Stunde alle möglichen Presets durchgeht und sagt, so jetzt höre ich es mir mal kurz auf den Kopfhörern an, dann höre ich es mir direkt auf den Boxen an, dann höre ich es mir in den hinteren Boxen an, dann höre ich es mir im Auto an, dann auf dem Laptop und. Das bringt eure Akustik, also das bringt euer Gehör so durcheinander, dass ihr am Ende gar nicht mehr wisst, was gut klingt. Deswegen, ich würde pro Mixing-Session immer nur ein Preset nehmen. Das heißt, ihr habt zum Beispiel, ihr wart kreativ, habt einen Beat oder einen Song fertig gemacht und geht am nächsten Tag
Tag ans Mixing. Dann würde ich mit den Kopfhörern anfangen. Reference Monitoring und dann über eure eingestellten Kopfhörer erstmal ins Detail so weit mixen, bis ihr sagt, okay, das klingt doch schon mal ganz nett. Und dann nach einer Pause, nach einer Stunde oder 2 Stunden, am besten so 2 bis 3 Stunden Pause machen. Ist individuell abhängig, schon klar, aber auf jeden Fall eine Pause machen. Und dann könnt ihr gucken, okay, wie hört sich meine Referenz, ne? Also euer Lieblingssong, der da gerade zu passt. Den müsst ihr natürlich auch in eure DAW geladen haben. Den spielt ihr dann ab und hört das Ganze dann über die hinteren Boxen. Und dann könnt ihr auch schon wieder Unterschiede feststellen. Und so könnt ihr Step by Step zu einem guten Ergebnis kommen. Wie gesagt, das sind meine Erfahrungen, die ich machen durfte und habe mir dieses Plugin auf jeden Fall gegönnt und werde nur noch damit arbeiten. Natürlich sind Sonarworks und so auch gute Plugins, nur für mich konnte ich damit am meisten anfangen, weil die Frequenzbilder einfach so gestimmt haben, dass ich immer wieder zu guten Ergebnissen gekommen bin. Auch gerade was Vocals angeht. Ne, wenn ihr zum Beispiel Vocals mischt, dann habt ihr hier ein sehr gutes Preset im Mix-Fokus, dass ihr auf Vocals geht. Dann habt ihr hier unten die kleinen Boxen, die halt sehr mittenlastig sind und wo ihr sehr gut Pitch-Corrections und so in euren Vocals machen könnt. Und wie gesagt, also einfach ein geiles Teil. So, das war's jetzt auch. Genug gequasselt. Probiert's am besten aus. Ihr müsst es nicht kaufen. Das sind, glaube ich, 41 Tage Testzeit. 41 Tage sind das, glaube ich. Und die solltet ihr erstmal voll und ganz ausnutzen, bevor ihr euch das gute Stück kauft. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Testen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, Tschüssikowski.